Die Geschichte von Malifaux. Teil 2: Die Schwarzpulverkriege. Die Welt befand sich im Schockzustand. Jeder noch so verzweifelte und kostspielige Versuch, den Riss wieder zu öffnen, scheiterte. Und mit Malifaux war die einzige Quelle der Seelensteine versiegt. Die Seelensteine, die noch vor dem Verschwinden des Risses nach Malifaux gebracht worden waren mit einem Mal zur seltensten und kostbarsten Ressource geworden, die die Menschheit jemals gesehen hatte. Geschäftstüchtige Händler begannen sofort, die verbliebenen Seelensteine zu horten. Und auf politischer Ebene wurde jede nicht essentielle Nutzung streng untersagt. Dies schloss unter anderem auch viele medizinische Anwendungen ein. Und die Regierungen der Erde begannen, die Steine zu konfiszieren. Zum Wohle der Nation. Viele hofften darauf, dass diese Krise die Menschheit näher zusammenrücken lassen würde. Dass sich die Nationen der Erde gemeinsam den Herausforderungen einer Welt ohne Magie stellen würden. Doch als die letzten Gespräche und Verhandlungen im Sand verliefen, verschwand auch diese Hoffnung. Und als an den Grenzen die Armeen aufmarschierten, war allen klar: Es würde Krieg geben. Nur wenige Monate, nachdem das Tor nach Malifaux sich geschlossen hatte, begannen die ersten bewaffneten Konflikte. Was als Grenzscharmützel und hastige Bemühungen begann, kritische Vorräte an Seelenstein zu sichern, weitete sich bald zu einem globalen Konflikt aus, von dem kaum eine Nation der Erde verschont bleiben würde. Die Schwarzpulverkriege hatten begonnen. Der Krieg wurde hauptsächlich mit Muskete und Säbel ausgefochten. Doch zwischen den sauberen Reihen der Infanteristen und heranstürmenden Kürassieren leisteten auch Praktizierende der Magie ihren blutigen Beitrag. Hexenmeister und Magier verbrannten ganze Einheiten und fochten tödliche Duelle gegeneinander aus. Manche Staaten brachten von Magie betriebene Konstrukte aufs Feld und andere nutzten die Macht der verbliebenen Seelensteine, um eine Armee der Toten heraufzubeschwören. Doch all das Sterben auf den Schlachtfeldern dieses Konfliktes brachte auch eine erstaunliche Erkenntnis über die Natur der Seelensteine. Einmal verbraucht, konnte ihre Energie wieder aufgeladen werden. Mit den Seelen der Sterbenden. Am Ende gab es unter den Nationen der Erde keinen Gewinner, nur Verlierer. Denn eine neue Macht hatte sich erhoben. Die Gilde. Geformt aus den überlebenden Magiern, die ursprünglich den Riss nach Malifaux geöffnet hatten, übernahm die Gilde die komplette Kontrolle über den Zugriff auf die verbleibenden Seelensteine. Dieser Zugriff wurde im Gegenzug eingetauscht für machtvolle Regierungspositionen innerhalb der Staaten, die die Schwarzpulverkriege überlebt hatten. Die Gilde wurde innerhalb von 15 Jahren zur mächtigsten und einflussreichsten politischen Entität der Welt. Die Verteilung und Auffrischung von Seelensteinen wurde institutionalisiert. Es wurden Einrichtungen gegründet, die sicherstellten, dass Mitglieder der Gilde ständigen Zugriff auf die Seelen der Sterbenden hatten, um damit verbrauchte Seelensteine wieder aufzufrischen. Proteste gegen diese von vielen als grausam und unmoralisch wahrgenommene Praktik wurden zuerst intellektuell, dann gewaltsam im Keim erstickt. Die Jahrzehnte vergingen und die Dominanz der Gilde brachte einen zwar unsicheren, aber bestehenden Frieden über die Welt. Und dann, auf den Tag genau 100 Jahre, nachdem er sich geschlossen hatte, öffnete sich der Riss nach Malifaux erneut.